So. Und der Übergang fällt mir jetzt wirklich leicht, weil von 3 tollen Beispielen, die tun, was sie lieben, zu Tim Urlaub, der auch, also das ist wirklich diejenige Person hier in der Community und ich weiß, ihr seid alle so drauf, der wirklich am authentischsten zeigt, der hat Bock auf das, was er so den ganzen Tag macht und arbeitet. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dich anmoderieren darf. Du bist, wenn ich meiner Karte glaube, der bessere Plattform-Engineer als der IT-Engineer, weil da bist du, Plattform-Engineer bist du Lead, IT-Engineer bist du Senior, aber bist halt auch so einfach ein cooler Typ, deswegen ist das völlig in Ordnung. So, du kommst von der Aldi Süd, wer dich noch nicht kennt. Das ist der Aldi-Äquator, der ist ziemlich genau da, wo ich wohne. Das ist immer sehr, sehr cool, also ich bin voll Aldi verbunden. Ja, der Schöpfer, der denkende Kopf, eine treibende Kraft hinter der Kubernetes-Referenzarchitektur, nie müde, Werbung für Plattform-Engineering zu machen. Und deswegen, ja, zeig uns mal, wie ihr reif für die Zukunft geworden seid und was the key to mature Platform Engineering so bedeutet. Viel Spaß, Tim. Danke. Der Klicker funktioniert. Hallo, mega Anmoderierung, vielen Dank. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen was von der Leidenschaft rübergebracht. Mein Talk heißt Reif für die Zukunft, the key to mature Platform Engineering. Jetzt kommt eine Fangfrage vorab. Wer hat schon mal was von Platform Engineering gehört? Das ist gut, das war eine Fangfrage, weil wir haben es heute in vielen tollen Talks schon gehört. Zweite Frage, wer setzt Platform Engineering Praktiken selber ein? Bisschen weniger geworden. Wer misst regelmäßig die Reife gerade in seinen Platform Engineering Praktiken? Keiner. Gut, vielleicht kriege ich euch dazu überzeugt. Fangen wir vielleicht mit der Sache an, die als erstes irgendwie im Raum steht. Was hat Aldi DX, was hat Aldi Süd mit Cloud Native am Hut? Wer Aldi nicht kennen sollte, wir sind ein Lebensmitteldiscounter, sind aktiv in 4 Kontinenten, 11 Ländern, 7.000 Filialen und haben mehr als 181.000 MitarbeiterInnen. Aldi DX, innerhalb dessen ist unsere neue Identität für alles rund um Engineering und Digital Experience, umfasst 3.900 MitarbeiterInnen, 4 Gesellschaften, 5 Geschäftsbereiche und 500 Teams. Und man stellt sich vielleicht die Frage, wo kommt bei Aldi denn diese Cloud-Reise eigentlich her? Wie bei vielen Unternehmen haben wir als allererstes mal ein Projekt gestartet. Wir hatten seinerzeit ein Cloud Adoption Program gemacht, was die Idee hatte, unsere Cloud-Reise zu starten und die Cloud zu erschließen. Daraus entstanden ist eine interne Produktorganisation, die sich Aldi Cloud nennt. Das bildet für uns einen internen Erkennungswert über Angebote von Cloud-Services ab. Und innerhalb dieser Aldi Cloud-Organisation gibt es das ConApp-Produkt. Das ist das Produkt, in dem ich auch selber tätig bin. Wir stehen in Langform von Containerized Application und sind unsere interne Kubernetes-Plattform. Unten links, schönen Gruß von unserem Maskottchen. Das Plattform-Engineering-Team freut sich, mit dem Maskottchen dort zu sein. Mit dem aus dem Weg. Wir haben es heute zwar schon 2-3 Mal gehört. Als allererstes noch mal einmal zum Recap. Was ist jetzt eigentlich noch mal eine Plattform? Eine Plattform, ich habe jetzt nicht eine Definition mitgebracht, die unbedingt von mir ist. Es gibt innerhalb der CNCF gibt es die Technical Advisory Group App Delivery. Da sitzen Leute, die sind mit Sicherheit deutlich schlauer als ich. Die haben sich da einiges an Gedanken gemacht und haben ein White Paper geschrieben. Aus diesem White Paper steht hier auch einmal hinter mir diese kleine Grafik. Und ich habe einmal nur die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte hier kurz zum Recap zusammen mitgebracht. Eine Plattform ist eine einheitliche Verbindungsschicht über eine integrierte Sammlung von Funktionen. Und diese Funktionen können dann eben Dinge abdecken wie Infrastruktur, Automation, Observability, Compliance und noch vieles mehr. Eine Plattform sollte immer abgestimmt auf den Kundenbedarf sein, ja, und hat zum Ziel, Service-Provider, die bereits existieren, bestmöglichst kohärent zu präsentieren und zu integrieren. Ja, wir müssen nicht alles neu machen, es gibt viele gute Dinge, wo wir uns auf die Schultern von Giganten stellen können. Die Plattform sollte im besten Fall immer secure by default sein und Customer Self-Service sollte im Vordergrund stehen. So, haben wir, glaube ich, heute schon 1-2 Mal gehört. Was macht dieses White Paper jetzt für uns? Dieses White Paper ist deswegen klasse, weil es einen erstrebenswerten Zielzustand aufzeigt, sodass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Es erkennt auch an, dass Plattformen nicht von heute auf morgen in vielleicht voller Ausbaustufe aus dem Boden sprießen, gibt aber deswegen leider keine detaillierten Informationen zu einem typischen Verlauf von Reife. Und mit diesen Informationen an der Hand und der Tatsache, dass wir bereits mal eine Kubernetes-Plattform gebaut haben und aktuell auch noch immer weiter bauen, haben wir uns dann bei Aldi aber im erweiterten Sinne die Frage gestellt, wie denn jetzt wirklich gut Plattform ingenieren?
Ja, wie geht das denn eigentlich? Und da sei einmal zur Ausgangssituation gesagt, wir haben da gestanden mit dieser angesprochenen Produktlandschaft der Aldi Cloud. Wir haben eine große Diversität in den Aldi Cloud-Produkten. Ja, wir haben diverse Scopes, diverse Teamzusammensetzungen, diverse Prozesse und Praktiken und damit einhergehend diverse Reifegrade. Nicht alle Produkte sind irgendwie auf demselben Level. Viele verschiedene Menschen arbeiten miteinander, viele verschiedene Technologien greifen ineinander, diverse Reifegrade. Und dann haben wir uns Detailfragen gestellt. Diese Detailfragen gehen noch so ein klein bisschen weiter, zahlen aber alle irgendwie auf die große Frage ein: Wie entwickeln wir uns weiter? Ja, worauf fokussieren wir uns? Haben wir wirklich alles, was wir brauchen? Und vor allen Dingen, wie stellen wir sicher, dass unsere Weiterentwicklung messbar, vergleichbar und auch begründbar ist? Ja, aber es ist nicht unbedingt immer einfach, den Mehrwert von Plattform-Engineering als einer vielleicht sehr soften und zusammengreifenden Disziplin wirklich greifbar zu machen. Und dann sind wir im Engineering wie auch im Management, das sind die zwei zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch unglücklichen Gesichter, zu der Erkenntnis gekommen, wir brauchen ein Reifemodell. Wir hätten gerne irgendwas, was diese Fragen vielleicht beantwortet, was das greifbar macht. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben, weil wir dieses Plattforms-White Paper bereits sehr schön fanden, auch als allererstes nochmal Richtung CNCF geblickt. Ich weiß nicht, wer es kennt. Kennt einer das Platform Engineering Maturity Model der CNCF? Viele. Gut, dann hoffe ich, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Was ist das CNCF Platform Engineering Maturity Model? Das Modell setzt sich methodisch und thematisch mit dem Thema Reife im Plattform Engineering auseinander. Ordnet es in 5 Aspekte ein und jeder dieser Aspekte hat dann 4 Reifegrade. Ja, wir werden nicht genug Zeit haben, durch all die durchzugehen, aber einer sei mal als Beispiel genannt. Der Aspekt Investment zum Beispiel ganz oben, der beschäftigt sich damit, wie denn Menschen und Geld den Entwicklungen einer Plattform-Capability zugeordnet sind. In niedrigstem Reifegrad ganz links, was sich hier Provisional nennt, wäre das eine spontane Zusammenkunft ohne großes Commitment von einzelnen Menschen und Ressourcen und vielleicht in höheren Reifegraden wie dem Level 3 ein Gedanke eines Produktes, dass eine Plattform als Produkt verstanden wird. So, was hat das Modell noch? Das Modell hat noch Rahmenwerk, deswegen ist das auch rechts und links drumherum. Beschreibungen von der gewünschten Zielgruppe, die dieses Modell ansprechen soll und auch so Dinge wie eine Nutzungsanleitung. Halten wir fest, dieses Modell deckt 5 Aspekte ab, ist eine klassifizierte Einordnung und versteht sich selbst als Framework. So. Was ist es nicht? Es ist nicht geeignet für schnelle Assessments. Ja, man muss sich wirklich mit diesem doch großen Batzen auseinandersetzen, wirklich einarbeiten, um es benutzen zu können. Nicht geeignet für schnelle Assessments. Es ist logischerweise nicht angereichert mit dem Kontext eures und meines Unternehmens. Es muss allgemeingültiger sein, um wirklich einen Mehrwert zu schaffen, kann das also nicht beinhalten. Das wäre ja aber vielleicht praktisch. Und es ist damit einhergehend auch keine Bauanleitung. So. Und dieses Modell gefällt uns aber ganz gut. Und wir würden gerne bei Aldi und haben bei Aldi dann die Entscheidung getroffen, dieses Modell unserem eigenen Aldi Plattform Engineering Maturity Model zugrunde zu legen und eine Ableitung darauf zu treffen. Warum haben wir das gemacht? Was hat uns jetzt genau von diesem Modell überzeugt und warum versuche ich euch auch davon zu überzeugen, euch mit diesem Modell zu beschäftigen? Als allererstes kurz als Rahmenwerk 50 Mitwirkende aus agilen, hochregulierten, kleinen, aber auch großen Unternehmen wurden interviewt, haben sich eingebracht und haben ihre Erlebnisse, ihre Erfolgs-, vielleicht auch Misserfolgserlebnisse einfließen lassen und in dieses Modell gesteckt. Und das zeigt sich für uns einfach absolut im Ergebnis. Ganz besonders fanden wir interessant, das, was hier in der Unterschrift steht, nämlich datengetriebenes Plattform-Engineering. Und was ich damit meine, habe ich hier in diesen 3 Quotes aus dem Modell einmal rausgenommen. Der erste, bevor das Plattformteam eine neue Capability, ein neues Feature ausliefert, sollte sich vielleicht im ersten Moment erstmal Gedanken darum machen, wie man denn den Erfolg von dieser Auslieferung, diesem neuen Feature misst. Ja, oder auch weitergehend darüber, Metriken und Telemetrie-Daten sollte man regelmäßig sammeln und Insights daraus gewinnen. Wenn man das wirklich macht, dann macht das was mit einem und dann verändert das aus meiner Sicht sehr fundamental den Reifegrad seiner eigentlichen Entwicklung. Genauso auch im letzten Punkt, vielleicht in großen Corporate-Umgebungen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, nicht unbedingt immer beliebt, aber auch das Entfernen von Features, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, weil sie gar nicht mehr benutzt werden, ja, ist ein gesunder Bestandteil der Entwicklung einer Plattform, denn ich habe am Ende des Tages lieber ein Set von Features und Capabilities, die viel genutzt und gut gewartet sind, anstelle das Gegenteil zu haben. Und dann haben wir mit diesen 3 Punkten da gesessen und so einen kleinen Aha-Moment gehabt. Wir haben ja die Con-App entwickeln sie auch noch aktuell. Und dann haben wir da gesessen wie diese Katze und haben uns gedacht, hey,
wir brauchen, glaube ich, irgendwie echt mal was, mit dem wir viel einfacher und viel professioneller erkennen können, welche Features unserer Plattform werden denn wirklich genutzt, wie werden sie genutzt, ja, und wo weicht vielleicht dieser spezielle Kunde unserer Plattform von dem goldenen Pfad, den wir versuchen mit dem Plattform-Engineering immer zu erschaffen, ab. So, und jetzt würde ich euch gerne in den verbleibenden Minuten auf die Reise mitnehmen, beispielhaft in diesen 5 Phasen mit mir, 1, 2, 3, 4, 5 Phasen, mit mir einmal ein Aldi-PEM zu bauen. Und was wir als allererstes gemacht haben, ist, wir sind hergegangen und haben gesagt, wir müssen erstmal scopen. Ja? Wir sind groß. Ich hatte gesagt, Aldi DX ist schon eine Identität innerhalb der Aldi Süd-Gruppe. Innerhalb von Aldi DX ist die Aldi Cloud ein kleinerer Bestandteil. Es gibt noch viel größere Bestandteile da drin. Aldi DX ist groß und divers. Das ist nichts Schlechtes, das ist gut. Aber vielleicht kennt ihr es auch, wenn man versucht, Dinge zu verändern oder zu etablieren. Viele Köche verderben den Brei. Also haben wir gesagt, wir reduzieren den Scope als erstmal initial. Sind total offen dafür, irgendwie den Scope von unserem Plattform Engineering Maturity Model hinterher zu erweitern und schließen auf dem Weg auch niemanden aus. Also selbst wenn, wir haben kommuniziert, selbst wenn du in dem Moment nicht explizit angesprochen bist, wenn dir der Hut passt, setzen dir auf. Gewinnst du was davon ab, setzen dir auf, aber zur initialen Erarbeitung erstmal kleiner gefasst. Dann sind wir hergegangen und haben einen Fit-Check gemacht. Das heißt, wir haben wirklich einfach einmal diese Rohform, diese Vorlage der CNCF genommen und haben geschaut, wie gut passt das denn eigentlich auf unser bestehendes Produkt, was ich persönlich auch sehr gut dagegen mappen kann, weil ich selber mitentwickle. Und da sind wir hergegangen und haben die Aussagen, die das CNCF-Modell trifft, einfach mal so ein bisschen tabellarisch aufgemalt und haben gesagt, hey, wie viel von dem trifft denn eigentlich wirklich zu? Und sind dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, die wir am Anfang auch vermutet haben. Es ist irgendwie viel Interpretation notwendig und die Einordnung in ein so ein Level ist relativ unscharf, weil ich habe hier einmal grün ummalt, wo wir uns dann final eingeordnet haben. Ich glaube, der letzte Punkt ist nicht sonderlich überraschend, weil wir wirklich schnell sagen konnten, da sind wir nicht zutreffend. Aber die oberen Punkte, das ist ein bisschen unscharf. Es ist manchmal sehr schwierig zu erkennen, ob eine Negativformulierung im Originalmodell denn jetzt was Schlechtes ist, wenn ich es erfülle, oder ist es schlecht, wenn ich es nicht erfülle. Da hatten wir Schwierigkeiten mit. Also sind wir dann hergegangen und haben, bevor wir uns mit dem Reformulieren beschäftigt haben, haben wir erstmal auch noch die Erkenntnis gehabt, dass wir gesagt haben, nun ja, wir sind aber auch bei vielen Dingen eigentlich schon gar nicht schlecht. Und das ist schön, das macht, glaube ich, Freude, das motiviert auch weiter zu sagen, hey, wir haben jetzt nicht nur selber die Meinung, dass wir da drin gut sind, sondern wir können es evident machen, dass wir da wirklich gut drin sind. Und genauso auch, wo es sich vielleicht lohnt zu investieren. Dann sind wir hergegangen und haben als allererstes nochmal ganz viel rausgeschmissen. Weil der Kontext der CNCF-Arbeitung ist, glaube ich, total wertvoll, aber wenn man ihn hinterher in dem kleineren Scope unseres und dann vielleicht auch eures Unternehmens anwendet, hat er nicht mehr so maximale Relevanz. Das heißt, wir haben Dinge rund ums Rahmenwerk, was ich gerade mal gezeigt hatte, Nutzungsanleitung und Ähnliches rausgeschmissen und wir sind auch hergegangen und haben unspezifische, auf unseren Kontext auch nicht anwendbare Beispiele rausgenommen, weil es uns in dem Moment vielleicht die Sache diffuser macht, als sie hilft und Beispiele sollen eigentlich immer helfen. Also viel rausgeschmissen. Dann hat sich dieser Batzen so ein klein bisschen oder so ein großes bisschen verkleinert. Wir haben aber versucht, die Kernbestandteile der Aussagen erstmal beizubehalten und nur Rahmenwerk zu erleichtern. Dann sind wir hergegangen und haben reformuliert. Was meine ich mit reformulieren? Wir haben etwas eingeführt, was das Original-CNCF-Modell nicht kennt. Wir haben sogenannte Zieleigenschaften eingeführt. Und die bauen wir uns jetzt auch einmal kurz zusammen. Was ist eine Zieleigenschaft? Eine Zieleigenschaft ist immer eine positive Eigenschaft in Aspekt und Level mit der einfachen Möglichkeit zu sagen, es trifft zu oder es trifft nicht zu. Keine Diffusität, trifft zu, trifft nicht zu. Da kommen gleich auch noch mehr Sachen dabei. Wir bauen es uns zusammen. In dem Schritt sind wir hergegangen und haben als allererstes mal diese Charakteristiken und Beschreibungen des CNCF-Modells genommen und versucht, in Zieleigenschaften zu übersetzen und haben diese gerade schon mal angesprochenen Negativformulierungen, die so ein bisschen schwer zu greifen sind, entfernt und sie durch Positivformulierungen in dem nächst höheren Level gelegt. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich so an, dass wir hier aus dem CNCF-Originalmodell im Investment Level 2 einen Punkt haben, wo steht, the team budget may include the infrastructure cost associated with their work, often leading to being a key point in conversations. Often leading to may include, das ist ein bisschen schwierig. Ist das jetzt was Gutes, wenn das zutrifft, oder ist das was Schlechtes? Wir haben es überführt in die besagte Zieleigenschaft, die dann auf die Definition passt und haben gesagt, infrastructure costs are charged back to the teams using the platform in dem nächst höheren Level des Reifegradmodells. Das ist sehr einfach anzuwenden, das ist sehr leicht zu verstehen und das macht es aus unserer Sicht
zum einen fürs Engineering vor allen Dingen, viel einfacher zu sagen, hey, das macht viel mehr Sinn, das anzuwenden. Dann sind wir hergegangen und haben Dinge angereichert. Wir haben also diese Zieleigenschaften genommen. Hier ist ein anderes Beispiel. Nutzungsstatistiken sollten genutzt werden, um Investments in die Plattform zu steuern. Das passt auf die bisherige Definition, die wir haben, aber das war uns nicht genug. Das heißt, wir sind hergegangen und haben noch Beispiele und Begründungen angefügt. Warum haben wir das gemacht? Weil dieses Modell soll auf vielen Leveln in vielen Personas helfen. Und deswegen sind wir hergegangen und haben diesen Punkt weiter motiviert. Haben gesagt, hey, wenn du dir deine Nutzungsstatistiken anguckst, dann kannst du natürlich vielleicht viel schneller identifizieren, wo es sich lohnt, weiter rein zu investieren. Weil hast du einen Nutzer, der ein bestimmtes Feature besonders stark nutzt, naja, dann macht das vielleicht noch besser. Oder guck dir an, welche Features oft zusammengenutzt werden und stell sicher, dass das Interface noch besser zusammen funktioniert. Oder aber auch, und da zahlt das Beispiel unten drauf ein, hast du ein Feature, was nicht genutzt wird, geh halt her und entferne es vielleicht. So, und das ermöglicht eben auch dem Management, viel einfacher zu verstehen, wo es sich lohnt zu investieren und wo nicht. Dann sind wir hergegangen und haben unseren Aldi-Kontext noch weiter eingefügt. Wir haben Erkenntnisse im Con-App-Team gehabt, die wir auf unsere erweiterte Organisation übertragen wollten. Zum Beispiel, dass eben ein Con-App-Entwickler immer die meiste Zeit seiner Arbeitszeit wirklich in dem Produkt und mit der Arbeit am Produkt verbinden kann. Und das ist eine positive Zieleigenschaft. Fokus, lass uns das ins Modell aufnehmen und übertragen. So, und da freut sich auch wieder das Engineering, denn die guten Erfahrungen und Best Practices des einen Teams lassen sich über solch ein Modell ins Unternehmen skalieren und mehrere Engineers freuen sich auch mehr Fokus zu erhalten. Ich lege noch ein klein bisschen im Zeitplan, deswegen, wir haben noch zusätzliche Aspekte definiert. Governance und Security kommt im originalen CNCF-Modell an Einzelstellen vor, haben wir dedizierte Aspekte draus gemacht und wir haben das Rahmenwerk, was wir entfernt haben, auch dann wieder eingefügt, aber mit unserem Unternehmenskontext. Ja, also wirklich eine Zielgruppenbeschreibung von uns, einen Readers Guide, ähnliche Dinge, aber eben auch ganz wichtig, leitende Prinzipien. Das ist eine Hilfe, das ist keine Policy. Keiner hat Lust auf Policies. Ja, die sind vielleicht notwendig, das ist auch okay, aber wir möchten, dass inhärent und wirklich intrinsisch motiviert damit gearbeitet wird. So, was haben wir jetzt dabei gelernt? Falls ihr das auch machen wollt, Scoping hat sich als sinnvoll herausgestellt. Viele Köche verderben den Brei, die Vermutung war richtig, es war gut, erstmal den Scope klein zu halten. Umso wichtiger ist es dann aber auch, seine Zielgruppen frühzeitig zu involvieren. Das verbinde ich mit dem nächsten Punkt, denn wir haben festgestellt, Intention und Motivation ist sehr wichtig, weil wir haben auch Skepsis entgegengebracht bekommen. Gerade aus dem Engineering, ist das jetzt, nicht, dass es doch eine Policy wird, ich möchte mich irgendwie nicht irgendwo reingezwungen fühlen und ähnliches, deswegen Intention enorm wichtig, um sicherzustellen, dass man damit sagt, es ist eben eine Hilfe, sieh den Wert da drin und mach dir keine Sorgen, dass da einer überregulieren will, das soll uns helfen. So, genauso Dinge wie Maintainer aufbauen, Contributions willkommen heißen. Wir haben jetzt viel auch mit dem Con-App-Team gearbeitet, dort Informationen zu erhalten, was denn wirklich bei Aldi gut funktioniert. Wir haben aber auch mit mehreren Teams gesprochen, um wirklich Contributions willkommen zu heißen und sicherzustellen, dass wir das Beste aus allen Ecken mitnehmen. Und am Ende des Tages, kleines Gotcha, Documentation as Code. Ich weiß nicht, wer Documentation as Code einsetzt. Ja, cool, das macht Spaß. Ich finde, das ist die Engineering-Sprache, ja, und das macht es viel einfacher zu kommunizieren und auch zu kollaborieren. So, mir geht die Zeit aus. Deswegen noch die Überleitung, wie geht es jetzt damit weiter? Damit geht es weiter, dass wir jetzt ein mächtiges Werkzeug haben, was wir aber dann auch wirklich noch auf alle Produkte anwenden wollen. Wir haben es jetzt immer in der Erweiterungsphase mit einem Produkt sehr intensiv gearbeitet, mit anderen Produkten punktuell gearbeitet, mit allen Produkten arbeiten, auf alle anwenden, weitere Assessment-Erkenntnisse zurück ins Modell fließen lassen und eben auch in die Produkt-Roadmaps integrieren, um kontinuierlich daran weiterzuarbeiten und da mitzuarbeiten. Was könnten wir uns noch vorstellen? Wir könnten uns vorstellen, Reporting-Visualisierung ein bisschen schöner zu machen. Reporting fühlt sich an wie ein böses Wort, soll aber einfach dabei helfen, schneller zu verstehen, wo es sich lohnt zu investieren oder wo man vielleicht den meisten Bedarf hat, siehe roter kleiner Bubble, vielleicht den nächsten Invest zu starten. Und auch genauso die Assessments. Wir haben ein Template bereitgelegt, um sein Assessment-Ergebnis festzuhalten, aber das geht noch niederschwelliger, um vielleicht einen interaktiven Fragenkatalog zu bauen. Genau, alles mit dem Ziel, mehr Plattform-Engineers und mehr IT-Entscheider glücklich zu machen. Und am Ende des Tages bin ich jetzt fast am Ende angekommen und hoffe, dass ich euch ein bisschen dafür begeistern konnte, sich mit dem Thema Plattform-Engineering Maturity auseinanderzusetzen und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Hat gepasst? Ich glaube,
hast alle Erwartungen erfüllt und übertroffen und ich dachte jetzt, ich muss jetzt hier durchhasseln, aber ist ja noch grün, die Uhr. Also ich habe ja gar nicht gesehen. Also wir haben noch voll Zeit für Fragen. Also da ist schon eine bei Stefan. Wunderbar, schieß los. Wie macht ihr Documentation als Code praktisch? Ja, wir nutzen unser Version Control System der Wahl und setzen auf Antora. Falls du Antora kennst, ASCII-Doc. Ja, Antora ist ASCII-Doc at Scale, wenn man so möchte. Ein kurzer Wurfweg. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Meine Frage ist, wie habt ihr es geschafft, in einer doch ja sehr großen Gruppe vielleicht von IT-Managern und Engineers das Target, also den Scope festzulegen für die einzelnen Dimensionen des Maturity-Modells? Ich könnte mir vorstellen, dass da ja jeder was anderes vor Augen hat, was er als erstrebenswert empfindet. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Die ehrliche Antwort darauf lautet, sich an vielen Stellen nicht zu weit von dem CNCF-Kern zu entfernen. Weil es tut auch nicht gut, sich zu weit von dem Opinion, der ja bereits in diesem CNCF-Modell und dem Input aus 50 Mitwirkenden, die ich erwähnt habe, drinsteckt, zu entfernen. Denn wir alle kennen es, die cloud-native Welt entwickelt sich weiter, die CNCF-Vorlage wird sich weiterentwickeln und auch unsere Ableitung daraus wird dem folgen müssen. Und ich glaube, das sind nachvollziehbare Argumente, mit denen man sicherstellen kann, dass wenn vielleicht irgendjemand anfängt, rogue zu werden und sich eine Sonderanforderung überlegt, die er noch damit drin haben möchte, zu argumentieren, dass das nicht unbedingt zuträglich ist. Gleichzeitig, fairerweise, gerade im Bereich Governance und Security, ist es besonders spannend, wenn man komplett neue Aspekte definiert, die noch gar nicht im CNCF-Modell sind. Da war die Diskussion ein wenig schwieriger und dauerte längere Zeit. Ich habe eben noch... Das ist demokratisch oder so, sondern es gab Rollen, die das entschieden haben dann. Ja, ich glaube, Basisdemokratie ist nicht immer gut. Und ich glaube, man muss mit einem Vorschlag an den Start gehen und mit einer Speerspitze durchstoßen und dann etwas hinlegen und sagen, hey, und jetzt sag mir halt, ob du was Besseres hast. Das zieht Diskussionen andersrum auf. Super. Dann Peter fängt die Catchbox und dann... Was hat das Reifegradmodell euch jetzt gebracht? Also ihr könnt jetzt wunderbar damit bestimmen, wo ihr steht, aber nach dem Motto, wie wird es im Unternehmen eingesetzt? Ist es regelmäßig Reporting Richtung Management? Macht ihr damit irgendwie Budget- und Zielvereinbarungen? Also was ist der Nutzen, der letztendlich daraus entsteht? Ja, ich glaube, der Nutzen, der unmittelbar daraus für uns ganz konkret entsteht, ist der, den ich auf der Folie hatte. Wir haben für uns gemerkt, wir versuchen immer bestmöglichst irgendwie mit Kunden zu sprechen, mit unseren internen Kunden zu sprechen, was die Plattform braucht und was sie nicht braucht. Aber in dem wirklichen Professionalität von dem, wie man denn misst, Aspekt Measurement, sind wir laut Modell noch sehr schlecht. Und da haben wir uns total drin bestätigt gefühlt, was uns die Möglichkeit gibt, eben gegenüber dem Management zu argumentieren, dass es sich lohnt, da rein zu investieren. Also es hilft, glaube ich, auch, es gibt dem Engineering und der Produktindividualität irgendwie Werkzeuge an die Hand, auch mit dem Management in Konversation zu treten. Und auch verstanden zu werden. Top. Wir haben dich verstanden. Schön. Gehe ich von aus. Wir haben ihn verstanden, oder? Einmal Feedback? Ja, wir haben ihn verstanden. Applaus für Tim und dann geht's gleich weiter in die Drogerie. Dankeschön.